Amen. Amen. In our study of evangelism, page 694, In unserem Studium von dem Zitat aus Evangelisation 694 im Englischen it goes on for a few pages. und dann die nächsten Seiten. The title is The Reason for the Delay. Der Titel von diesem Abschnitt ist der Grund für den Verzug. And we read a number of passages. This is a compilation, remember, Erinnert euch, das ist eine Zusammenstellung und wir haben da einige Abschnitte gelesen, that explains the reason for the delay. die den Grund für die Verzögerung erklären. And there are two overarching concepts or principles that we saw. Da gab es zwei Prinzipien, die wir daraus gelesen haben. The first Das erste is the delay is not God's fault. war, dass der Verzug nicht Gottes Schuld ist. It's the fault of his people, Es ist die Schuld seines Volkes, that they were unwilling to do a work that they were required to do, Sie waren unwillig, ein Werk zu vollbringen, das sie eigentlich tun sollten, which left them unprepared. sodass sie dann unvorbereitet waren. So God in his mercy delayed his coming. Aber Gott in seiner Gnade hat sein Kommen dann verzögert. In two of those passages, In zwei dieser Absätze, what are the two books? und, von welchen Büchern, aus welchen Büchern waren diese? Sister Catherine? Desire of Ages. Leben Jesu And und 90. Sister ready? Sister Kathy? Without looking? Testimonies, Volume 2. Have a look. Zeugnisse, Band 2, nee, war es nicht. So there are two passages that said not spoke to the delay, but spoke to the hastening of his coming. Zwei Abschnitte haben jetzt weniger über den Verzug gesprochen, sondern vielmehr über die Beschleunigung seines Kommens. She actually says it's within our power to hasten. Sie sagt, es liegt in unserer Macht, dass wir sein Kommen beschleunigen. Now either we take that at face value, Und entweder nehmen wir das so hin, or we try to understand what a statement like that could mean and should mean to us. oder wir versuchen, diese Aussage zu begreifen, was sie für uns, was sie meinen könnte oder was sie auch für uns heißen sollte. Find the passage, Sister Catherine. Hast du den zweiten You Abschnitt found the gefunden? Desire of Ages one. Ja. Eine Abschnitt war aus Just dem underneath Jesu. it. Volume Testimonies for the Church, Volume 8. Good. Und der zweite ist aus dem 8. Band für die Gemeinde. So we explored the concept of whether or not we have the power to change the timing of the second advent. Wir haben darüber gesprochen, ob es uns möglich ist, den Zeitpunkt seiner Wiederkunft zu verändern. And the answer is, Die Antwort war, Sister Llewellyn, do we have the ability to change that time? haben wir die Fähigkeit, diese Zeit zu verändern? No, we don't. We don't Nein. have the ability to do that. Wir haben die Fähigkeit dazu nicht. So either we're not reading Ellen White correctly, Also entweder lesen wir Ellen White hier nicht korrekt, option 1, das ist Option Nummer 1, or we are reading her correctly, oder wir lesen sie richtig, option 2. das ist Option Nummer 2. Before we discuss that, Und bevor wir das jetzt diskutieren, the Desire of Ages passage is her own comment, her own words.
dass der Abschnitt aus dem Leben Jesus sind ihre eigenen Worte, ihr Kommentar. Do you have the passage in front of you, Brother Jim? The 80. Hast du den Abschnitt vom 8. Band der Zeugnisse vor dir It's liegen? in evangelism. Findest Page. du das auch in Evangelisation? Page. 22.2. No, in evangelism, the 80 reference. Oh, it's 22, 23, 19. Okay. So we're okay with that? If you read, not asking you to read it, but if you were to read the first, I think it's the first sentence from the 8t passage, she's quoting a Bible reference, Wenn a du den- Bible verse. Ersten Satz von diesem Zitat aus dem 8. Band der Zeugnisse lesen würdest, dann wäre es ein Zitat aus der Bibel. What Bible verse is that, Sister Sarah? Und welchem Bibelvers? Was it Galatian? I don't know. Sorry? Was it Galatian? I don't No. know. No? Brother Jim? Mm-hmm. It won't show you if you look. So it's, you have to that's- remember it. Yeah. Oh. I don't remember it. Okay, Sister Suellen? Oh, no. Okay, so it's in Peter. It's in Peter? Isn't Got it? Sister Sarah? Ja. yeah. Es ist im Petrus. Okay. 2. Peter. Second Peter. 3:12. Is that correct? Sister? Maybe 13. Second Peter 3:12. 2. Petrus 3, Vers 12. And what did we learn from that, Sister Catherine? Und was haben wir da gelernt? that that we go to A little bit the louder, please, so we can hear you. we move to the coming, not the coming to us. Good. Could you repeat? Sister Suellen, could you tell it in your words? What did we learn from the verse? As you're thinking, Sister Catherine said, what did you say? We move towards the coming, not Stop. Also wir bewegen uns in Richtung der Wiederkunft Not. the coming towards us. und nicht die Wiederkunft in Richtung uns. Do you want to say it in your own words? Kannst du es in deinen eigenen Worten sagen? What we're looking forward to, we're urgently and earnestly looking forward to the event, Wir schauen in Richtung des Ereignisses and we learned that that's what hasten means. und da haben wir gelernt, was beschleunigen bedeutet. Hasten means Und beschleunigen bedeutet, To urgently and earnestly look forward to something. dass To- man earnestly, with excitement, with interest, to look forward to the event. ernsthaft mit Aufregung in Richtung eines Ereignisses schaut And und when you sich look- darauf freut. When you look forward to something earnestly, Wenn du dich ernsthaft auf etwas freust, what are you desiring? welchen Wunsch hast du dann? I wish it Ich wünschte, es wäre heute. I wish it was sooner today. Ich wünschte, es würde bald kommen und ich wünschte, es wäre heute. Will it come sooner? Kommt es denn auch dann bald It eher? won't come sooner, but we wish that it would. Dadurch kommt es nicht eher, aber wir wünschten, es würde so sein. We're urging the day to come closer. Wir dringen diesen Tag, dass er noch näher kommt. You have a calendar Wenn du einen Kalender vor dir hast and you mark off every single day und du dann jeden Tag einen Haken machst because you're excited that that day is getting closer. und da bist du aufgeregt, dass dieser Tag immer näher kommt.
Any comments on 2 Peter 3:12? Gibt es noch weitere Kommentare zu 2. Petrus 3,12? That's what we learned, that phrase hastening comes. Hastening means. Von diesem Vers haben wir gelernt, was dieses Wort beschleunigen bedeutet. Looking forward to, and hasting. That means running to, the coming. Also sich auf etwas freuen, auf etwas hinschauen und das auch noch eindringlich, so dass es schneller kommt. So I think we could argue that it's repeat and enlarge. You're looking forward to it. You're running towards it. Wir könnten argumentieren, dass es eine Wiederholung und Erweiterung ist, denn du freust dich auf etwas und du rennst etwas entgegen. The word hastening came from G4692 and also means being diligent. Good. Did you want to say something else? No. Wir haben auch gesehen, dass dieses Wort beschleunigen aus dem Griechischen kommt und dort bedeutet dieses Wort being diligent, gründlich zu sein, fleißig zu sein, sorgfältig zu sein. Do you agree with that, Sister Kathy? Being diligent? What does that mean Was bedeutet in gewissenhaft this zu sein, In context? this context, sorgsam zu sein in diesem to Zusammenhang? be earnest, to Not earnest, we've done that. yeah. Hier geht es nicht um Ja, ernsthaft. We saw it again in verse 14 that hasting and diligent have the same meaning. Wir haben auch in Vers 14 erkannt, dass dieses Beschleunigen und gewissenhaft sein die gleiche Bedeutung haben. So with speed, Also es geht ja auch um eine gewisse Geschwindigkeit. It says, be diligent that ye may be found of him in peace. Dort heißt es, darum seid fleißig. So what does hasting mean in the context of diligence? with speed, with Diligence means speed? yeah. Fleißig It was bedeutet in mit one of the definitions. Not looking for that. Geschwindigkeit. Looking for diligence. Diligence doesn't mean speed. Fleißig bedeutet jetzt nicht Well, mit in the gewisser definition of Geschwindigkeit. hasting, it had diligent. Yes, I want to use Die- the word Okay. Das diligent. Wort Tell us- Beschleunigung hatte ja fleißig mit beinhaltet, aber ich möchte jetzt das Wort fleißig nochmal betrachten. Tell us what the word diligent would. The word hasting in the context of diligence. What is that showing us? Was bedeutet dieses Wort beschleunigen im Zusammenhang mit The fleißig? sincere, Ernsthaft sein, sincere, Sorry? sincere. aufrichtig. Sister Miller, what does the word? Oh no, Brother Jim, what does the word diligent mean? Was bedeutet fleißig? Dictionary definition. To await eagerly. You're giving us the definition of hasting and the other ones. Just want the word diligence. Just diligent. did you say you want a dictionary definition? Yeah. Oh, well, I'm not sure I have that, but I was going to say that would, you'd be like studious and you'd be preparing yourself. There you are. That's the dictionary definition. We'll go with studious. Man ist studiert, fleißig, gelehrt, lernbereit. Sister Catherine? Sister Kathy? Diligent. What does it mean to be diligent in this context? Was What bedeutet does es, it look fleißig oder gewissenhaft zu sein in diesem Zusammenhang? Wie schaut es aus? Well, she used the word studious. Sie hat lerneifrig genannt. To put forth effort. Dass man Yeah, she had that put forth effort. Aufwand betreibt. Make effort. Yeah. You don't just have a calendar and mark the days off. That's not enough. Doesn't take any effort to do that. Es ist kein Aufwand, wenn man jetzt einfach nur die Kalendertage abhakt. Not just sitting back, watching TV, waiting for the days to come, wishing it would come sooner. Oder auch eine gewisse Anstrengung. Das ist keine Anstrengung, wenn du einfach nur dich zurücklehnst, Fernseh schaust und einfach nur wünschst, dass der Tag schneller kommen würde. You have to be studious. Man muss
Diligent. eifrig sein, fleißig. Can I give it a try? In a minute. Bit more. Want a bit more. What does it mean to be studious? What are you doing? We're not Was- just waiting. Was macht man Right. denn, wenn man fleißig oder lerneifrig ist? Putting your heart and mind into it, Dass man sein Herz und seinen Verstand thinking about it, wirklich da einsetzt und dass man Talking darüber about it. nachdenkt, darüber spricht Do you have looking to, forward to it. und man sich darauf freut. do you have to do anything? Musst du was machen? Well, Give us an example of what you would earnestly be looking forward to, an event. Gib mal Beispiele, wie es aussieht, wenn du dich ernsthaft auf ein Ereignis freust, That'd be important to you. das dir wichtig ist. I would prepare. Give us the event first. Oh, Welches Ereignis? any event? One that's important to you. Oh, Irgendein Ereignis, eins, We'll das get to know dir you a wichtig bit ist, better. damit wir dich besser kennenlernen. all right. My trip to Portugal. Good. Meine Reise nach Portugal. So it's in a month's time, In einem Monat ist es soweit. and you need to be diligent. Und jetzt musst du fleißig und gewissenhaft sein. What do you need to do? Was muss man dafür machen? Had to get my ticket. Ich muss mein Ticket bekommen, kaufen. I had to make financial arrangements. Ich muss auch finanziell schauen und mich absichern. I had to put my affairs in order for the 2 months that I was gone. Ich musste alles organisieren, sodass ich auch 2 Monate weg sein kann. I had to pack my suitcase. Ich musste meinen Koffer packen. Good. We'll go with that. So it doesn't just mean excitement, wanting it to be soon. Okay. Das bedeutet also nicht einfach nur aufgeregt sein und dass man möchte, dass das Ereignis schneller kommt. It means you need to be serious in your preparation. Es bedeutet, dass man ernsthaft sein muss in seiner Vorbereitung. You have to be doing things. Man muss gewisse Dinge tun. This is Tamina. I was going to say, faithfully performing your duty. Dass man treu seine Arbeit vollrichtet. And what is your duty? Was ist jetzt deine Arbeit oder deine Aufgabe? Whatever was given to me. Whatever is the goal. Was auch immer mir gegeben wurde, je nachdem jetzt welches Ziel. This context is it's working towards the day of God. Und hier ist es, dem Tag des Herrn entgegenzuarbeiten. So the duty that we're referring to Die Aufgabe, auf die wir uns beziehen, has to be in connection to, what does it call it? muss in Verbindung sein. Und wie wird es hier genannt? The day of God. Der Tag des Herrn. Oder der Are we Tag okay with Gottes. that? We need to hasten, we need to be diligent in connection with the day of God. Wir müssen beschleunigen, wir müssen sorgsam und sorgsam sein So let's get in Bezug provocative. auf den Tag des Tag Gottes. Jetzt lasst uns mal provokant sein. You're hungry. Du hast Hunger? Can you have a cheese sandwich? Kannst du ein Käsebrot haben? Is that a problem? Ist das ein Problem? Preparing for the day of God. Du bereitest dich für den Tag Gottes vor. No. Veganer Käse? No, of course not. Nein, natürlich nicht. We wouldn't do that. Es kommt darauf an, ob du eine Option hast. Kommt es darauf an, ob du eine I Option don't want to hast? give all those complexities. It's a big issue. Ich will jetzt nicht all diese Komplexitäten einbringen. Ist es ein großes Problem? Is that the diligence that you're supposed to be? You didn't call it diligence, no. So you called it duty. Ist es so diese, Duty. Is that the duty that's going to bring you to the day of God? ist es diese Sorgfalt beziehungsweise ist es diese Aufgabe, die du vollbringen musst, die dich zum Tag des Herrn bringt? Yes or no? No, I didn't ask the question. Is it your duty to bring you to the day of God? Ist es deine Aufgabe, ist es deine Pflicht, Cheese sandwich. damit du zum Tag Gottes kommst?
Ist es meine Aufgabe, dieses Käsebrot zu essen? Not following. Is the connection of the cheese sandwich, Oh, is the cheese sandwich connected to the duty that you need to meet the day of God? Ist dieses Käsebrot nun in Verbindung mit dieser Pflicht, die du tun musst, um zum Tag zum Tag Gottes zu Sister Tamina gelangen? said no. Tamina hat Nein gesagt. yeah. No, I don't eat it. It's not no, you don't eat it. It's not part of my duty. Es Does geht it- nicht darum, nein, ich esse es nicht, sondern Is eating or not eating cheese sandwiches part of the duty to hasten the day of God? ein Käsebrot essen oder nicht essen, ist das Teil deiner Aufgabe, deiner Pflicht, um diesen Tag Gottes zu beschleunigen. You've Yes. said yes 3 times. Yes. Du hast 3-mal jetzt Ja gesagt. Okay, so all the vegans in the world are all going to be preparing for the day of God because it's part of the requirement. Also alle Veganer auf der Welt bereiten sich auf den Tag Gottes vor, weil sie erfüllen ja die Requirements, Anforderung. die Anforderungen. Danke. So we'll say this in a very bigoted fashion. Und wir sagen das jetzt sehr voreingenommenen Art und Weise. All these vegan people have got an advantage over all the Americans because they Al- all eat loads of cheese, or the Norwegians, or the people from Denmark. Alle Veganer haben also jetzt nun einen Vorteil gegenüber den Amerikanern oder den Skandinaviern, die alle Agree with Käse that? essen. Ja? And you don't. Du stimmst überein und du nicht? In what context? To get ready Vorteil, for God's coming. Vorteil in welchem Bezug? No, In they Bezug don't. auf bereit sein für das Kommen des Herrn. Sister Catherine? I don't think so. Ich glaube nicht. Tell us what the connection is, Sister Kathy. What's the connection between Erkläre- eating a cheese sandwich and that's the duty that you need to perform, eating or not eating, in reference to the second advent or the day of God? Erkläre mal die Verbindung, was jetzt dieses Käsebrot essen oder nicht essen mit der Pflicht zu tun hat, die wir tun sollten in Bezug auf die Beschleunigung des Tages Gottes. In fact, verse 12 actually isn't even the second coming. Vers 12 It's the destruction of the earth. geht es hier gar nicht um die Wiederkunft, sondern mehr um die Zerstörung der Welt. What's the Well, direct connection Was, between the two? wo liegt jetzt die Verbindung, die direkte Verbindung zwischen diesen beiden Dingen? because that's part of the understanding I have regarding my health. Das ist das Verständnis, was ich in Bezug auf meine Gesundheit habe. And your health is the great test. Und No, deine Gesundheit ist der große Test. but I see it as part of and maybe I'm missing what you're trying to say. Vielleicht verpasse ich But gerade, as was I du sagen möchtest. prepare Wenn ich mich vorbereite, for me to know that cheese is not fit for human consumption, part of my duty would be not to eat it. wenn Teil von meiner Vorbereitung ist, dass ich erkenne, dass Menschen keinen Käse essen sollten, dann ist es auch meine Pflicht, ihn nicht zu essen. Will it soften it if it's butter? Wäre es einfacher, wenn ich sage Butter? Real butter? Richtige Butter? Yeah. I wouldn't eat that either. Das würde Is, ich auch is nicht that fit essen. for human consumption? Ist das Milk, butter, Butter. butter made from milk. Butter, die von Milch gemacht wird? Ist I die don't eat- I geeignet don't eat für... milk. Ich esse keine Milch. No, you quoted an Ellen White phrase that says it's not fit for Yeah. human consumption. Yeah. Du hast ein Ellen White-Zitat So I gave you zitiert, wo sie sagt, es ist softer option. Okay. nicht geeignet, damit Menschen es konsumieren. Deswegen habe ich dir jetzt noch eine. Because butter is Bisschen. fit for human consumption. Yeah. Denn But it's Butter made out of ist milk, ja I wouldn't eat it. geeignet für Milk is Milch. fit for human consumption. Milch Ja. ist geeignet für, damit Menschen es konsumieren. Milk is milk. Milch ist Milch. It's not. Yeah. Ist es nicht so? Not when you have allergies, but Nicht, wenn man anyway. Allergien hat.
Why you said no, Sister Tamina? Warum hast du Nein gesagt? Because it's not part of our duty. Ist es nicht Teil unserer Pflicht? Unsere Aufgabe? I asked you why it's not. Ich habe jetzt gefragt, You warum answered nicht? the question. Because that's the other part of morality. Das ist der andere Teil der Moral. It's what we do to our body is not relevant to our other parts, our other job. Was wir mit unserem Körper machen, hat jetzt Hat nichts mit unseren anderen Arbeit zu tun, which is to bring the gospel message. und zwar nämlich das Evangelium zu verkünden. It's like I remember in 2017 when you talked about the nature of man. Ich erinnere mich an 2017, als du über die Natur des Menschen gesprochen hast. You took the picture of a car Dann hast du das Bild eines Autos verwendet. and you said that, for example, if we put milk in it, it's just the wrong fuel. Und hast du gesagt, na, wenn man Milch reinfüllt, dann ist es einfach wie falscher Treibstoff. It would run for a little while and it wouldn't maybe get that far, but it would work for a little while. Das Auto wird dennoch eine kurze Strecke fahren. Es wird kurz fahren, aber es wird vielleicht nicht ans Ziel ankommen. Sister Kathy, when's Jesus coming back? Wann kommt Jesus wieder? Soon. Bald. The date, please. Ein The date? Datum. Oh, 2021. 2021. Oh. This is our question. Das ist unsere Frage. Brother Jonathan's question. Oh, 1863. 1863. We'll do this simply. Wir machen es jetzt ganz einfach. Thank you. What are they eating here? What are they Was eating essen here? Sie hier? Milk and butter. Milch und Butter. We'll go butter. Sister Catherine said everything. Das hat auch jemand gesagt. What are Alles. they eating here? Was haben Sie hier gegessen? Same. Are they? I don't know. Dasselbe? Wirklich? You don't know? Oh, she had her vision on hell. What's she eating here? She's not. Also danach kein Butter mehr. You said she's had a vision here. Mm-hmm. Du sagst, hier hatte sie eine Vision. So that means Das what? bedeutet nun was? Christ could not have come. Because she was eating Here. butter. Christus hat also jetzt nicht kommen können, weil sie Butter gegessen haben. Okay. But there's other things. We'll go with the butter. We'll do one at a time. Auch wegen anderen Dingen, aber nein, wir nehmen jetzt mal den Butter. So your logic will drive you to the place that God can't come back here Mm-hmm. because they have to stop eating the butter first. Deine Logik würde dich dazu führen, dass du sagen musst, Christus konnte hier nicht wiederkommen, weil sie immer noch Butter gegessen haben. Sie Aber mussten Anna- erstmal aufhören, Butter zu essen. I think I'm understanding that in my own preparation time Ich glaube, ich verstehe das für meine eigene Vorbereitungszeit. to be diligent and studious is to Sorgsam. follow what I can do Und to lerneifrig get zu there sein. myself. Not eating butter is not going to affect his coming. Das ist einfach nur für mich persönlich, denn Butteressen hat jetzt So keine maybe I'm Auswirkung auf Jesu misunderstanding where you're Wiederkunft. going. If you eat butter, Vielleicht- can he come? Wenn du Butter essen würdest, könnte er kommen. Well, in that period, yeah. In dieser Zeit ja. We can't come now. Und heute? Yeah. Kann er es nicht? He can come if people are eating butter. Kann er kommen, wenn Leute Butter essen? His coming is fixed. Sein Kommen ist festgelegt. Sure, we'll switch it round then if you prefer. Dann machen wir es halt andersrum. Your preparation for his coming. Yeah. Deine Vorbereitung für sein Kommen. Is butter part of your preparation? Ist Butter nun Teil deiner Vorbereitung? In that thing, no. In But it is dieser, now. in diesem Beispiel nicht, aber heute. Why? Yeah. Why has butter taken on this such significant importance that you can't make it if you're eating butter?
Why is it risen to this? Warum ist I denn don't think das that that's Butterthema what zu I'm so einem saying. großen Thema geworden, dass We- er nicht wiederkommen kann, wenn du noch Butter isst? So we have a health message. Wir haben eine Gesundheitsbotschaft. I'm just saying that that's part of my lifestyle. Ich sag, das ist Teil meines Lebensstils. That's fine, but I'm asking you Soweit if gut. you switch your lifestyle habits and it's like eating butter, can you be prepared Wenn du for jetzt deinen Lebensstil ändern würdest und the wieder day of God? Butter You said isst, no. dann ist die Frage, kannst du dann dich auf die Wiederkunft vorbereiten? Und du hast Nein gesagt. Which means it becomes. No. Oh, you didn't say that? No, I don't believe that if I don't do, I mean, because obviously everybody has different understandings or working out of the health message. Jeder hat ein You're anderes asking my Verständnis personal und preparation to be diligent, and my understanding to be diligent is to follow the health message as best I can. also du hast jeder versteht die Gesundheitsbotschaft etwas anders und setzt sie anders um. Und du hast gefragt, wie sieht es aus, wenn ich mich sorgsam und auf das Kommen vorbereite? Und für mich ist Teil davon die Gesundheitsbotschaft. This takes so long. Is that you or is that you as a priest? Bist das du oder du als Priester? Can priests eat butter Können Priester Butter essen and be diligent? und dennoch sorgsam und fleißig sein? I'm gonna say no. Ich sag nein. Yes. Yes or no to Ja oder Yeah, nein? you have to do- After I say it, then I think about it. And I'm like, well, no, wait a minute. Like, these are. Is eating butter part of the diligence that we need to perform in order to meet the day of God? Ist Butteressen Teil unseres eifrigen, sorgsamen Vorbereitung, damit wir die Wiederkunft Christi sehen? So, would we consider not going to cinema, not wearing jewelry, not doing those things as part of being diligent? Wäre sowas wie kein Schmuck tragen und so weiter Teil von Sorgsamkeit, Fleißigkeit? Well, rather go to other examples, I was just trying to stick with simple ones. Bevor wir jetzt zu anderen Beispielen gehen, möchte ich hier mal bei den einfachen bleiben. This is Tamina. If you were married Wenn du verheiratet wärst and you beat your husband, und du deinen Mann schlägst, abused him, vergewaltigst, could you be diligently preparing for the coming of God? kannst du dich dann fleißig und sorgsam auf die Wiederkunft Christi vorbereiten? No. Nein, But you could be eating butter. aber du könntest Yes. Butter essen. Why is the difference? Ja. Worin liegt der Unterschied? Because the butter is about morality, which is not connected to time. While me Butter beating up, ist Teil der Moral, die nicht mit Zeit verbunden ist. my husband Aber is not practicing equality, which is morality connected to time. würde ich meinen Ehemann zusammenschlagen, dann würde ich die Gleichberechtigung nicht ausleben. Welches Moral ist, die mit Zeit in Verbindung steht? One only affects you. The eating butter only affects me, for the most part. The other affects the other person. Das eine, nämlich Butter essen, hat nur Auswirkungen auf mich und die andere Thematik hat Auswirkungen auf andere.
The same as her. Yeah. Could you just remind us what she said? Das Gleiche, kannst du es nochmal Said sagen? that when I eat butter, that it's just affecting me in general, and if you hurt somebody else, it's with some you're not. It doesn't affect only you, but also another person. Brother, what do you think? Was denkst du? I'm not going to have them pass the butter, I guess. What did you say? He's not going to have them pass the butter. I think it's an advert. Uh, yeah, I kind of go with what Catherine said as far as it affects just only you if you're using butter, and beating your husband or your mate affects another person. And I Also think auch ähnlich wie Catherine it would gesagt be hat, worse. wenn du Butter isst, dann hat das nur Auswirkungen auf dich selbst, aber wenn du jemand anderen vergewaltigst, dann hat das Auswirkungen auch auf andere. Okay, so I want to move on. Ich möchte jetzt weitergehen. Hastening in this passage does not mean getting the event and moving it in time. Beschleunigen hier bedeutet jetzt nicht, dass man das Ereignis in der Zeit verschiebt. It means you Es bedeutet, dass du being more diligent sorgsamer und fleißiger bist, in your preparation for that event, being Und- more excited, more focused about it. zwar fleißiger, aufgeregter und auch fokussierter in Bezug auf deine Vorbereitung auf dieses Ereignis. We read Desire of Ages. Wir haben Leben Jesu gelesen. Which page? Welche Seite war es nochmals? What did that say, Sister Sue Ellen? Seite 32 im Englischen. Was hat es dort nochmal geheißen? That said that God's purposes cannot be hastened or delayed. Excellent. Dort hieß es, dass Gottes Absichten weder verzögert noch beschleunigt werden können. God's purposes know no haste nor delay. Gottes Absichten kennen keine Verzögerung noch keine Beschleunigung. Sister Sarah, what was his purpose that she was referring to? Was war denn seine Absicht? The first coming? It was the first advent. Es war seine erste Ankunft. And I think it's at the bottom of the paragraph. It says what? Und ich glaube, dass es am Ende dieses Paragraphen dann was heißt. I think it says the great something something. Dort heißt es irgendwie das große. Die große Weltenuhr zeigte auf die Stunde, in der Jesus in Bethlehem geboren wurde. So only when the alarm goes that had already been preset will Jesus come. Erst wenn der Wecker klingelt, der schon vorher gestellt wurde, Would Jesus come? dann wird Jesus kommen. Sister Kathy, what was God waiting for? Auf was hat Gott denn gewartet? Doesn't say directly in that passage, but what was he waiting for? Das heißt es hier jetzt im Abschnitt It nicht says it in direkt, it says it in the chapter. aber think. wir lesen davon im Kapitel, The fulfillment of time. die Erfüllung der Zeit. Don't think about the time. He's waiting for something. What's he waiting for? Jetzt denkt nicht an die Zeit, aber er wartet auf etwas. Auf was wartet er? Something unique has happened. Etwas Einzigartiges ist geschehen. I don't remember. Ich kann mich nicht erinnern. If you're reading, Sister Tamina, it won't work. Wenn du es No, I don't want liest. you to read the answers. I wanted to see how much we know. Ich möchte nicht, dass ihr die I Antworten want to see if you can just think liest. about it, even if you don't remember things. Denkt darüber nach, ohne dass ihr, und versucht euch daran zu erinnern. It said when the great clock of time has struck, it didn't say it this way, but it struck the hour, Wenn die große Uhr, wenn die Stunde fällt, couldn't have happened before and it couldn't happen after, es konnte nicht zuvor und es kann auch nicht danach geschehen, just on time. nur zu dieser gewissen Zeit. What was God waiting for? What time is that he had to wait for? Was ist jetzt nur diese Zeit? Auf was wartet Gott? For the fullness of time. What made it the fullness of the time? What was happening that made it full?
Was Can't geschah take denn, prophecy dass diese Stunde erfüllt hat? Or just with in Christ? this context. In diesem Christ coming? Kontext? Oh. Um, it's not that the prophecies were fulfilled? Es war jetzt nicht, dass die Prophezeiungen auf sich erfüllen Any thoughts? oder erfüllt sind. Sister Amy? Sister Sarah? Sister Kathy? The answer was not about time, right? No. There's time prophecies. You can do all of that, but there's something. No, I was more thinking you said the set the alarm clock, so he was waiting that the alarm clock was ringing. Yes. So the alarm clock's ringing. So we could say it's on time, but I'm saying I don't want to think about time as the answer. Also er will keine Antwort in Bezug auf die Zeit. Ich habe gemeint, ja, der Wecker muss klingeln, dann ist die Zeit erfüllt, aber es geht jetzt nicht darum. Any ideas? No. I see. Oh, look at how you're reading it. Ich habe We gesagt, read man it soll this morning nicht also in class. We lesen. were in the same passage. Ah, if you read it before, you should have remembered it then. Wenn ihr es schon Then read gelesen it habt, the dann hättet second ihr euch time. doch No erinnern reading. sollen. Tell us. Nicht lesen. Israel's power was waning, and it's not that. No. What is waning? Israel's. Abnimmt. Israels Macht war am Abnehmen, aber nein, darum geht's nicht. The cup was full, Ich wollte sowas sagen wie die full Tasse, because in der Becher Gethsemane, war gefüllt. Jesus said, "Take this cup from me, but otherwise your will." Okay. In So Gethsemane hat er ja gesagt, wenn es möglich ist, dann nimm den Becher von mir. Ansonsten. Sister Shemaine should know this answer. Shemen sollte die Antwort kennen, Is that right, Sister Shemaine? richtig? Let me see if I can find it quickly. If I can't, I'll paraphrase and someone can look for the answer. Ich schau mal schnell. Wenn ich es nicht finden kann auf die Schnelle, dann werde ich es in meinen eigenen Worten umschreiben und dann kann jemand anders danach suchen. Same paragraph. Come on. Gleicher Abschnitt, no next paragraph. No. Sister Catherine will find it for us now. It's in 32. Tell us what God was waiting for. Worauf hat Gott denn gewartet? Sister Shemaine, you'd know the answer straight away. And therefore, if she knows it, you know it because we've been in enough. Und wenn sie es Dinner weiß, dann müsst ihr es ihr auch conversations. kennen. Wir waren ja genug in den gleichen. Let Sister Catherine try. I don't know if it's 32 The 1. second one. 2. 32 2. Im zweiten Abschnitt. Im Deutschen auf Seite 23. Nee, dieser ist sogar auf Seite 24. Ja, 24 im Deutschen. No. Oh, I don't know. That's not what I'm looking for, but it's connected. Danach suche ich nicht, aber es ist verbunden. Sister Aileen will help you. The time was come. No. Let's do simple. They have a little bit of that. Wenn, Have a als go. die Zeit erfüllt war? Nein. No, it was So no, just not that. fullness of the time. Okay. Es geht nicht um, dass die Zeit So erfüllt have a war. little bit more. No? No. The nations were united under one government. The world Go on was then. One government, one Hier geht es language. um one language. eine Regierung, eine Sprache. And was everywhere recognized as the language of literature. Und Bit jeder, louder. And was everywhere recognized as the language of literature. sie redeten allgemein eine Sprache, die auch überall als Schriftsprache galt. The nations were united under one government. One language was widely spoken and was everywhere recognized as language of literature. Yep, Die- we'll go with that. Die Nationen waren unter einer Regierung vereint und sie redeten allgemein eine Sprache, die auch überall als Schriftsprache God's galt. waiting for a one world government Gott wartet auf die eine Weltregierung, where there's a universal language spoken. wo es diese weltweite Sprache gibt. So we shouldn't all learn English.
Yeah. Did I tell your sister Shemaine knew the answer? Sister Subalan. I was going to say the world was ripe. Yes. Ja, So gesagt, die those are Welt the war reif. characteristics that show that the world is ripe. Das sind die Right. Charaktereigenschaften, die zeigen, dass die Welt reif war. The Roman Empire Das römische Reich had to have got to a certain size, a certain strength, musste zu einer gewissen Größe und einer gewissen Stärke angelangt sein, in order to take control of the world. damit sie die Welt einnehmen konnten. Sister Kathy? Positive or negative? War das positiv oder negativ? This monolithic monster of an empire. Dieses monolithische Monster eines Imperiums. Positiv. You can now walk from Israel to Italy, to Rome, Jetzt konnte man von Israel nach Italien, nach Rom laufen, unmolested, ohne without Grenzen, being attacked, ohne angegriffen zu werden. in complete peace and safety. In vollkommenem Frieden und Sicherheit. No danger. Es gab keine Gefahr. You have rights Du hast Rechte, which are universal. die weltweit waren. Doesn't matter which country you come from. Und es kam nicht darauf an, aus welchem Land du kommst. There's a legal system that protects you. Da gibt es ein Rechtssystem, das dich beschützt. Without those characteristics, what could not happen? Ohne diese Charaktereigenschaften, was hätte nicht geschehen können? Die Evangelien? Without that infrastructure, the gospel could not have been given to the world. Ohne diese Infrastruktur hätte das Evangelium nicht der Welt gegeben werden können. This could not have been adjusted 100 years before, because 100 years before, what did you have? 100 Jahre zuvor hätte das nicht geschehen können, denn 100 Jahre zuvor, was war da? We'll call them city-states. Wir nennen sie mal diese Stadtstaaten. It couldn't have happened 100 years later, Es hätte auch 100 Jahre später nicht mehr geschehen können, because what's happening? denn was geschah da? Das Römische Reich nimmt ab, danke. It's going from Geht von republic einer Republik to dictatorship. zu einer Diktatur. So there's a sweet moment Da gibt es diesen einzigen Moment, that everything is right in dem alles richtig ist. and it can't be changed. Und das kann nicht verändert werden. So we agreed that we can't change the time. Wir haben darüber eingestimmt, dass wir die Zeit nicht verändern können. Alan White says we can. Aber Ellen White sagt, wir können. Into a dictatorship. Das Römische Reich ging dann in eine Diktatur. Within 100 years, Innerhalb dann den nächsten 100 Jahren, less, sogar weniger, Rome is going to begin to implode upon itself. It's collapsing. kollabiert das Römische Reich in sich selbst. When we speak about the Germanic tribes Wenn wir hier über diese germanischen Stämme sprechen, in the 400s, in den 400. Im 4. and Jahrhundert, you get this beast wenn wir hier dieses Tier haben, which turns to these horns, das dann in diese Hörner sich verwandelt and we go to Revelation 8, und dann zur Offenbarung 8 gehen, the trumpet powers that destroy Rome. zu diesen Posaunenmächten, die Rom zerstören. These are just the formalization of something that had been going on, a problem that had been there for a lot longer. Das ist nur die Formulierung von dem, was schon längst da war, das schon länger vor sich ging. Rome had become so corrupt Rom wurde so korrupt, that it was ripe for destruction. dass sie reif für die Zerstörung waren. They had no protection Sie hatten keinen Schutz mehr, because the systems of government had been destroyed. denn das System ihrer Regierung wurde zerstört. The institutions, we'd call them. We'd call them the Wir institutions. nennen sie auch die Einrichtungen. So, well, the reason I wondered about that is because that's what we're looking at now. Yes. Der Grund, warum ich nachgefragt habe, So, ist, dass wir ja momentan das The Gleiche window anschauen. is like right here, Deswegen ist das Fenster ja genau hier. and when
like for example, the USA or Trump becomes a full-blown dictator, is the window still open, or is that when it's Ist dann closing? das Fenster immer noch dann geöffnet, wenn Trump zu einem richtigen Diktator wird? I only wanted us to consider it in a very generic, general way. Ich wollte, dass wir es auf einer sehr allgemeinen Ebene betrachten. It's not just a form of government, Es geht nicht nur um die Art der Regierung, it's the legal protection that people have. sondern auch um die, den gesetzlichen Schutz, den The die Menschen sanitation. haben. Sanitation? Cleanliness. Die No, Sauberkeit. Sanitation. Ah, okay. Sanitär. I mean, Kanalisation. people they had public baths, people were clean, disease isn't. They had a road structure. Without those roads, nothing could happen. Sanitärversorgung und auch das Straßensystem. They had all the sea traffic. This is what Paul is doing. Auch den ganzen Seeverkehr und das, was Paulus genutzt hat. He ends up on a boat that's going from North Africa to Italy. Why is it going there? What is that boat? Warum? Paulus ist letztlich auf einem Schiff, das von Nordafrika nach Rom geht. Warum ist er? Yes. Warum war dieses Schiff? Ja, es hat Weizen. Es war mit Weizen beladen. So there's a whole infrastructure that's set up on so many levels. Without that, nothing could happen. Da gab es diese Infrastruktur, die vollkommen aufgebaut war und ohne das hätte es nicht funktionieren können. So let's come back to our Ellen White quote. Lasst uns zurück zu dem Zitat von Ellen White kommen. What does she mean Was meint sie, when she says delay? Does she actually mean delay? wenn sie von Verzug spricht? Meint sie wirklich Verzug? Verzögerung? Yes. Does she mean 63? We missed the boat. Meint sie hier, 63 haben wir das Boot verpasst? We'll go to 69, Dann war maybe 75. vielleicht 69, 78. 75, 78, Whenever you're ready. wann auch immer du bereit bist. Does she mean that? Spricht sie darüber? Yes or no, Sister Catherine? Ja oder nein? She doesn't mean that. And I don't think so. So you said no. So I'm going to ask you what she did mean in a minute. Sister Tamina, Nein. does she mean that? Aber ich werde dich fragen, was sie dann damit I will eigentlich say aussagt. yes, even though it's not. Yes. Ja? No. Nein. Brother Jim? I think no. No. Nein. I have to have the question again. I'm sorry. No problem. Don't be sorry. Does she mean? Meint sie? Don't worry. We're here in 68. Keine Sorgen, wir befinden uns jetzt im Jahr 63. It's just been delayed a little bit. Es verzögert sich einfach etwas. As soon as you get your act together, as we would say in English, he will come. Wenn du jetzt deine Sachen geregelt bekommst, dann wird er kommen. Is that what she means? Ist das, was sie sagt? Most of the people are saying no. Die meisten sagen jetzt hier nein. I guess I'll say no too. Okay. Sage auch. Sister Esther? Do you understand the question? Verstehst du die You're Frage? sure? Sister Kathy? I think she meant yes. Just But- yes will do. Okay. Sister Sarah? Ja. Yes? Yes. Okay, Sister Catherine? She didn't mean that. You tell us what she did mean. Sie hat das nicht gemeint, aber was hat sie denn dann gemeint? We're in 68. Wir befinden uns im Jahre 68. He's delayed Er ist im Verzug, because he was going to come in 63. denn er wollte ja eigentlich 63 kommen. And you say it doesn't mean he might come in 69 or 75. Du sagst, What does it mean? es meint jetzt nicht, dass er in 69 oder 75 kommt. Was sagt sie denn aus? Dass er erst in der nächsten Generation kommen wird. Darüber habe ich nachgedacht. So she meant he's going to come in the next generation. Also sie meinte, er wird erst in der nächsten Generation kommen. Sister Haley?
Sorry? don't have a reason. Oh, you don't have a reason. Ich weiß nicht, wie I was sie just gedacht hat. thinking that God is not just saying, okay, if I can come, then I will come another time, like, and then another and another. Ich kann einfach nicht glauben, dass Gott einfach sagt, naja, dann komme ich halt wann anders. But you don't know what he did mean. Aber du Not verstehst nicht, really. was sie Okay. gemeint hat. Brother Jim? I don't know. I just don't think she would have made it like 69 or 75 or, whatever. Dieses 69, 75 hört sich jetzt nicht ganz so She doesn't give the realistisch an. date, of course. Natürlich gibt sie nicht das genaue Datum. What I was trying to indicate was, okay, there's been a delay, but we can fix the problem now. He can come next year if we just work a bit harder. Was ich aber Or 2 years versucht or habe something. hinzudeuten, ist, Ja. dass sie jetzt sagt, naja, er ist jetzt nicht gekommen, aber wir können das Problem beheben. Jetzt I don't think that's what. vollbringen wir unsere Arbeit und dann wird er kommen. Yeah, she doesn't mean that, according to No. you. What does she mean? Gemäß dir meint sie das nicht. Was sagst du, was sie damit gemeint hat? He's going to come later, but I don't Dass er think später I don't kommt? think it would have been that soon Ich glaube nicht after so bald. 1863. But Nicht so bald nach 63. What does she mean then? Aber was meint sie denn could dann have been damit? the fourth generation. Dann erst then in der this is the 4. Catherine. Generation, also gleiche Antwort wie Catherine. Well, I think she could have meant that he was going to appoint another time. But so now you still have to prepare yourself for that next appointed time. Sie sagt, dass Gott einen weiteren festgesetzten Zeitpunkt hat und jetzt musst Eben. du dich für diesen Zeit vorbereiten. When will the appointed time be? A couple of years? Wann würde denn 100 diese years? festgesetzte Zeit sein? In ein paar Ja. Jahren oder in 100 Jahren? I don't think we would know exactly when it was, Ich glaube, wir wüssten es nicht. because that's how. I mean, what I thought was we wouldn't know exactly when the next appointed time would be, but there would be another appointed time. Wir Sure. wüssten nicht genau, wann diese nächste Zeit ist, aber da wird es eine geben. My question is, when would it be? Even if you Meine don't know the date. Wenn du das Datum nicht weißt, dann ist trotzdem Oh. meine Frage, wann würde es sein? Would it be soon? Wäre es sehr bald? Yes, it would be soon. Okay. Ja. Sister Kathy? Tell them all why they're wrong. Warum sind sie denn alle falsch? I don't know. Ich weiß es nicht. I'll just say what I believe it was. That it wasn't all those dates, Es waren zwar nicht alle diese Daten, and she believed that we know that she was looking for his return again in the 1890s. wir wissen, dass sie nach seiner Wiederkunft in den 1890ern Ausschau So hielt. she's here. In 68. Also sie saying- befindet sich hier Don't worry, it's going to be in 25 years' time. und dann sagt sie, naja, macht Ja, euch keine 1890. Sorgen, es wird in 25 Jahren geschehen. Yeah, but she wasn't. You're saying that's what she means when she says Ist das, was sie meint? it'll be another 25 years. No, Can't Aber come sooner than that. no. er wird in Because 25 the- Jahren kommen, er kann nicht früher kommen. In evangelism, she says so long delay, and it's only been 5 years since he could have come in 63. Ich sehe hier in Evangelisation, sagt sie, er ist schon so lange im Verzug und das sind erst 5 Jahre nach 63 gewesen. 5 years is long, isn't it? 5 Jahre You sind make noch it sound lang. short. Well, to say so long delay, Yeah, you make Um it zu sound sagen, short. 5 well, years. So 5 years lang does seem Verzug. short in 5 Jahre relation to. hört sich doch kurz an im Gesamtbild. What do you think she means Was denkst du denn, was sie hier aussagen möchte, if she doesn't mean this? wenn sie nicht das aussagt? I think she means later in their generation. Soll ich sagen? Later in their generation. Ich denke, sie sagt, dass er später kommen wird, aber noch in ihrer Generation. I'm not asking for a date, but when? Ich frage jetzt nicht nach einem genauen Datum, aber Like wann? decades. Jahrzehnte? Yes. Ja. 'Cause I Why? don't-
Because the only other date I know is the 1890s. Dann das einzig andere Datum, das That we ich talked kenne, about. wäre die 1890er. Was there another one? I Gab es da don't noch know. eins? Okay, Sister Sarah. I was You thinking, said she doesn't. You said she does mean this. yeah, So tell me why to people who say it doesn't mean this, why they're wrong. You said it means this. They said some people say it means decades. Some people say it means 100 years, fourth generation. okay, I was Is- thinking also for in direction to the 1890s, so she's not prolonging it to another generation for sure, Okay. but it still would be decades. So when so she's thinking decades. Now, when you were asking, then it's kind of seems like no. She, Because the way I'm asking the question, you mean? Or, yes, or it seems, also, but she's kind of pushing the people to say, "Hey, be ready," and not like now fall into your lukewarm condition. So she's kind of. It seems like it's very soon. So don't think, oh, it's only in 20 years. So she's, although she might know it that it's still 20 years, she still gets the people to think it's soon. she's tricking us. Maybe. Should I try to translate? Go ahead. You can. Ich habe in die Richtung sowas gesagt wie, ich habe zwar Anfang schon gedacht, dass Jesus ja in den 1890ern wiederkommen wollte und dass, also in der gleichen Generation, jetzt weniger, dass Ellen White sich auf eine andere Generation bezogen hat, sondern schon in der gleichen Generation, was aber dann ja auch noch Jahrzehnte von 1863 wäre. Die Art und Weise, wie er die Frage gestellt hat, aber auch wie Ellen White spricht, hört sich für mich eher danach an, dass sie dem Volk nicht sagen wollte, ach, es sind ja noch 25 Jahre, jetzt ja, guckt halt, was ihr macht so lang, sondern eher, dass sie schon sagt, er könnte, macht euch bereit, denn er könnte jederzeit kommen, so in die Richtung. Okay. Und dann hat er gesagt, sie trickst uns also aus. Not yet. Kann ich meinen Grund jetzt sagen? Nein, noch nicht. Sister Sarah. She knows it's going to be decades, She but she's might going to know. trick the people. Yeah? You're going to hold with that? Would you serve a God that did that to you? Would you serve a God that did that to you? That said, it's going to be 30 years, but I'll tell you it's only 2. Don't worry. And spin It you sounds along. now bad, but it's true. Okay, so she knows it's going to be decades, but she's not going to tell people. No, I mean, yeah. Or, I don't know if she knows by then. Yeah. she doesn't know. If she knew, she wouldn't say it that way. That's Does just God know? Weiß es Gott? No cheating, Sister Sabrina. I'll ask you in a minute. So God knows, Also Gott weiß, but God knows He's not going to tell you. aber er wird dir nicht sagen, wann er wiederkommt. Weiß es, die Frage war auch, ob Ellen White wusste oder nicht. Oh, teamwork. Wir haben eine weitere Idee. In 1863 because they didn't pass the test. Okay. Sie So sind he's im gotta Jahre set up- 63, ist er nicht wiedergekommen, weil sie den Test nicht bestanden haben. So God's got to set up another test, Deswegen wird which Gott einen takes time for weiteren people Test to get ready aufstellen. for and pass. Und das benötigt jetzt Zeit, dass die Leute den Test auch bestehen. 78, is that long enough? No. 78, ist das lang genug? Nein. Okay. So, evangelism. This is just a random quote. Evangelisation, einfach so ein Zitat Evangelism 221. auf Seite 221, 221, paragraph 1. Abschnitt 1. Everybody there? 221. Im Englischen 221, paragraph 1. Everyone there? 221, Abschnitt 1. What's the title of the passage? Was ist der Titel? Diese Sektion heißt, Time setting. where does it say that?
There? Gefahr gegen Zeitsetz. We're using the same one as you are. Time setting Yep. expression. Okay, so we'll paraphrase most of the beginning bit. Wir werden jetzt umschreiben, was es am Anfang hier heißt. The times and seasons God has put into his own power. Zeiten und Jahreszeiten hat Gott in seine eigene Macht gesetzt. So whose power is it in? His or yours? In welcher Macht ist es? In seinem oder in unserer? And we read earlier, Und was haben wir vorher gelesen? it's in our power. Dass es in unserer Macht läge. Why has not God given us this knowledge? Warum hat Gott uns dieses Wissen nicht gegeben? Because we wouldn't use it correctly. Wir würden es nicht richtig verwenden. We'd just get too excited with the times. Wir würden so sehr in Bezug auf die Zeit erregt sein. We'll drop down. Und dann gehen wir weiter runter. Jesus has told his disciples to watch, but not for definite time. Jesus hat seinen Jüngern geboten, Ausschau zu halten, aber nicht für die bestimmte Zeit. Für eine bestimmte Zeit. His followers are to be in position of listening for their captain. Seine Nachfolger sollten in der Position sein, dass sie auf ihren Kapitän hören. Watch, Ausschau halten, wait, warten, pray, beten, work. arbeiten. This is the diligence Das ist diese Sorgfältigkeit. as they diese approach the Fleißigkeit. time for the coming. Wenn sie sich der Zeit seines Kommens nahen. And they give that Bible quote, no man knoweth the day nor the hour. Und jetzt wird den Bibelvers zitiert, kein Mensch kennt weder Zeit noch Stunde, Tag You- noch Stunde. You will not be able to say that he will come in 1, 2 or 5 years. Es wird dir nicht möglich sein, zu sagen, dass er in 1, 2 oder 5 Jahren kommt. Neither are you to put off his coming by stating that it may not be for 10 or 20 years. Aber du sollst auch nicht sein Kommen nach 10 oder 20 Jahren verschieben. What are you allowed to say? Was ist dir denn möglich? Was ist dir erlaubt zu sagen? Kathy? What can you say? Some numbers. 6. 1, 2 or 5. You can say that. No, you were not able to say. You can say that. Du kannst 1, 2, 5 sagen. What can't you say? What can't you say? Das kann man nicht sagen. 10, 10. 10 und 20. 10 to 20 years. Why are you able to say 1, 2, 5? Warum können wir das sagen? 1, 2 oder 5? You will not be able You to will not say. be able to say he will come in 1, 2 or 5 years. What does that mean? Was bedeutet das? Das heißt, es wird dir nicht möglich sein, zu sagen, dass er in 1, 2 oder 5 Jahren kommt. You don't know what? Du kennst nicht, You don't know the definite year, the definite time, du kennst die definitive Zeit oder das Jahr nicht, but aber you're not allowed to say it's decades. es ist dir nicht erlaubt zu sagen, dass es sich um Jahrzehnte So handelt. what are you supposed to say? Was sollst du also sagen? A bit louder so everyone can hear. 8 Jahre dürfen wir sagen. So what are you allowed to say? Was ist dir denn erlaubt zu sagen? His return is Zu. imminent, soon. Sein Kommen ist nahe, es steht bevor. Now any reasonable person Und jeder vernünftige Mensch, like yourselves so wie ihr, would know that imminent or soon would be 1, 2 or 5. dass bald oder bevorstehend 1, 2 oder 5 heißt. You just don't know Bedeutet, the year, the date. wir kennen nur nicht das genaue Jahr oder das Datum. So you're required to say this. Es But wird not von dir this. also verlangt, das zu sagen, aber nicht das andere. Are we okay with that? Soweit in Ordnung? So I read it says don't say, Ich habe gelesen, dass es heißt, sag nicht. but all it means is Aber alles, was es bedeutet, you don't actually know the year, but you know it's imminent. es bedeutet, dass du nicht das genaue Jahr kennst, aber du weißt, dass es bevorsteht. Forget the year that it's written Beachte mal nicht das Jahr, for once. in dem es geschrieben ist. Okay, take this principle. Nimm mal dieses Prinzip. When's he coming? Wann kommt er? You definitely can't do that one, can you? Definitiv kann man das letzte nicht That'd be a sagen. decade.
according to Sister Catherine, we could just about manage that. 7 years, I think it is. So, we know Wir wissen also, Ellen White says he can come here. dass die Ellen White sagt, er kann hier kommen. So, when Ellen White says Wenn Ellen White nun sagt, delay, Verspätung, Verzug, she means what? dann meint sie, What does she mean, Sister Swellen? What word? She means imminent. bevorstehend. She does not mean in another dispensation when your children come. Und sie meint nicht eine andere Generation, dann der Generation deiner Kinder. She couldn't do that. Das konnte sie nicht tun. She says you're not allowed to say 10 years, Sie sagt, es ist dir nicht erlaubt, 10 Jahre zu sagen. let alone 30 years for your children to be born and then grow up and do a work. Und nicht einmal 30, in denen dann deine Kinder geboren werden, aufwachsen und ein Werk vollbringen. So she cannot be speaking about an intergenerational delay. Sie kann also nicht von einem Verzug sprechen, der sich auf eine andere Generation auswirkt. She cannot be speaking about waiting for the 1890s. Sie kann aber auch nicht über die 1890er sprechen. Sister Tamina, over to you. Say that Ellen White is like she's like walking with a torch on that line. Ich Oder würde bevor man- eigentlich sagen, dass Ellen White mit einer Taschenlampe läuft And she only sees as far as the light goes. und sie kann nur so weit sehen, wie das Licht leuchtet. And she constantly predicts for that time and says, Christ is coming, he's coming. Und sie kann nur sie vorhersagt für diese Zeit und 'Cause sagt, you- Christus kommt. From the beginning of her ministry till the end, you see even how she changes her message. Und von Anfang ihres Dienstes bis zum Ende kann man erkennen, wie sie ihre Botschaft verändert. Would you do that? Würdest du das tun? Would you get your torch and do that? Würdest du deine Taschenlampe nehmen und Like a dann so blind person can only see. wie ein Blinder, der nur mit seinem Blindenstock gehen kann? I put the Yes or torch no? right in front of me, yeah. You do that? Ich tue die Yeah, Taschenlampe that's direkt vor normal. mich. Would you do that, Sister Kathy? Nein, ich will noch weiter vorausschauen. The problem is when you lift your torch, Das Problem ist, wenn du deine Taschenlampe hochnimmst, the place right in front of you goes dark again. dann wird der Platz direkt vor dir wieder dunkel. What did Peter tell us to do? Was hat Petrus uns gesagt? Hasten? Yeah, we've got. What did he tell us to do? About the torch? He didn't mention a torch. Can't remember. Sister Tamina says you're here. Was hat Petrus uns erzählt, was man macht? You shine your torch here, Tamina sagt, wenn du deine Taschenlampe hast, dann solltest du dahin leuchten. which means that is the day. Welches bedeutet, das ist der Tag. You walk a bit further, Und dann leuchtest du etwas weiter, then that means that is the day. dann bedeutet das, dass das der Tag ist. What keeps them moving? Was bewegt sich denn ständig? Woher weiß man, dass das der Tag ist? What you pointing your torch at? Wohin tust du denn deine Lampe leuchten? Auf den Weg, denn es geht ja um die Reise. And at the end of your light, you're having, if you're not seeing anything, you cannot say there's a way more. Wenn du am Ende des You have to keep Pfades ja walking. nichts siehst, dann gibt es da keine Wegmarke. Du musst einfach weiterlaufen. The whole purpose of all these passages is the target is the day. Die Absicht von all diesen Zitaten ist, dass das Ziel der Tag ist. There's no point in pointing to anything less. Und es gibt keinen Grund, warum man auf was anderes als das leuchten sollte. We already know that the day is fixed. Wir wissen schon, dass der Tag festgesetzt You ist. agreed with that. Da hast du übereingestimmt. So how can it keep on moving? Wie kann es dann sein, dass dieser sich dann dennoch fortbewegt? The analogy of having a torch is okay, but it's there to shine upon the event, not on something else that's not the event. Die Absicht des Lichtes ist ja da, auf das Ereignis zu leuchten und nicht auf was anderes. So, I know I'm interrupting you.
She's doing something that you wouldn't do Sie macht Or also shouldn't etwas, was du nicht machen würdest oder auch nicht machen solltest. because she's moving that event. Denn sie bewegt dieses Ereignis. And we know we're not supposed to move the event. Und wir wissen, dass wir das Ereignis nicht verschieben sollten. I want everyone to be on the same page, same perspective. Ich möchte, dass wir jetzt alle auf der gleichen Seite sind, alle die gleiche Perspektive haben. She says, Sie sagt, you are supposed to believe this. du solltest das glauben. You don't know the exact date, but it's supposed to be here. Also es geht hier nicht um das exakte Datum, aber wir sollten das glauben You preach this. und das auch predigen. You cannot preach this. Das kannst du nicht predigen. And if you were to do this, Und wenn du das tun würdest, that's not even as bad as saying your children. ist noch nicht einmal so schlimm, als wenn du sagst, ja, er kommt zu der Zeit unserer Kinder. First generation to fourth is a long time. Von der ersten zur vierten Generation ist es eine sehr lange Zeit. So she has to be meaning this. Also sie muss hier das meinen. Therefore, she has to be meaning this that Deshalb I've muss sie drawn here, das hier meinen, was ich hier aufgezeichnet habe. which means it's flexible. Welches bedeutet, dass es flexibel And ist. we've just learned that it's not. Aber wir haben eben gelernt, dass es nicht flexibel ist. So we need to understand how we're going to make these two things, to at least reconcile what we're doing. Wie können wir das miteinander in Verbindung bringen? This is what our challenge is. Das ist das, was uns herausfordert. Because Ellen White, we do not want to manipulate what she says and make her say things that she's not saying. Wir möchten nicht ihre Worte manipulieren und sie Dinge sagen lassen, was sie gar nicht gesagt hat. She's saying, and she's consistent on this, Sie sagt, und darauf ist sie sehr konsequent, we don't know the date, wir kennen das Datum nicht, which means it's flexible. welches bedeutet, dass es flexibel We ist. can delay it, we can hasten it, Wir können es verzögern, wir können es beschleunigen, but you're not allowed to make it too far. aber darf es auch nicht zu weit in die Zukunft schieben. Definitely not intergenerational. Und besonders nicht in eine andere Generation legen. Remember what we would do. Erinnert euch, was würden wir tun? People didn't like it when I said, Menschen haben nicht so gemocht, als ich gesagt habe. someone told me it was 40 years, Jemand hat mir gesagt, dass es noch 40 Jahre sind. I would have made different choices. Dann hätte ich eine andere Wahl getroffen. And people would think I'm an apostate for saying something like that. Und Menschen denken, dass ich im Abfall mich befinde, wenn ich solche Aussagen tätige. But I want to remind all those people, Aber ich möchte all diese Menschen erinnern, when God told Israel they're going to go into captivity, als Gott den Israeliten gesagt hat, dass sie in die Gefangenschaft gehen werden, he told them they're going to go for 70 years. dann sagte er ihnen, sie werden 70 Jahre dorthin gehen. And mostly, Und im Großen und Ganzen, all the people that he spoke to, alle Menschen, zu denen er gesprochen hatte, what happened to them? was geschah mit ihnen? They would die Sie starben in captivity. in der Gefangenschaft. They're not going anywhere. Sie gehen nirgendwo hin. So if they had any sense, Wenn sie also einen gewissen Sinn haben, as soon as they get to Babylon, what should they do? sobald sie nach Babylon gehen, was sollten sie tun? Go to a financial advisor Zu einem Finanzberater gehen and open a pension plan. und eine Pension Because they're not coming out of ausbügeln. Babylon. Denn sie werden nicht mehr aus Babylon They're herauskommen. not going to spend their retirement in Israel. Sie werden in ihre Rente, ihren Ruhestand nicht in Israel verbringen, sondern in God Babylon. tells them, Gott sagt ihnen, build your houses baut eure Häuser and just take it easy because you're not coming out. und nimm es gelassen, denn ihr werdet nicht herauskommen. He already tells them that. Er sagt es ihnen schon. So if we had known Wenn wir also gewusst hätten, that we've got 40, 50 years, dass wir 40, 50 Jahre haben, and if you began in 1989, we're getting to the 40-year mark, und wenn du 1989 schon da warst, wir gehen der 40-Jahr-Marke entgegen, I think you're lying to yourself to think that you would have made the same choices that you've made now. ich glaube, dann würdest du ja dich selbst belügen, wenn du sagen würdest, dass du genau die gleichen Entscheidungen getroffen hättest. And not only that, Und nicht nur das, you would have been foolish du wärst töricht gewesen, not to have made different choices. keine anderen Entscheidungen getroffen zu haben. Last point.
before we close? So we are tricked. I was gonna say that is this what Elway does there? Doesn't that resemble also the Laodicean condition? That you fix this date and then say, oh, it's nothing. You do this next. Ich habe es gerade nicht ganz verstanden. Das, was Elway da macht mit diesen Daten, ob das eine Charaktereigenschaft der Laodiceas ist. We'll explore more about this tomorrow. Da werden wir morgen weiter darüber nachdenken. Overnight, Über Nacht I'm hoping that we can all come into agreement hoffe ich, dass wir alle in Übereinstimmung gelangen, what Ellen White actually meant. was Ellen White hier eigentlich wirklich gemeint hat. And whatever conclusion we come to, whether or not you would agree with that today. Und mit welcher Schlussfolgerung wir auch immer aufkommen, ob du heute damit übereinstimmst oder nicht. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte. We pray that you'd guide and direct us Wir bitten dich, dass du uns führst und leitest. in the study and meditation of your word. Wenn wir über dich und dein Wort nachdenken, Help us to understand hilf uns, dass wir verstehen the joys, the danger, and the dilemmas die Freuden, die Gefahr, aber auch das Dilemma of time setting. in Bezug auf die Zeitsetzung. Help us to understand these things correctly. Hilf uns, dass wir diese Dinge richtig verstehen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.